Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und stehe jetzt hier bei 35 Grad hier in unseren Weinreben. Deswegen seid mir nicht böse, falls ich etwas schwitze. Heute ist es verdammt heiß. Aber was noch heißer ist dieses Cabrio, was hier hinter mir steht. Und zwar ist es der Abarth 595 Competition und ich möchte euch heute erzählen, warum der für mich ein absolutes Traum-Cabrio ist. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns vom www.derautotester.de nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da und dann würde ich sagen, gehen wir mal los und schauen uns die Optik an. Kommt mit! Bevor wir uns jetzt aber die Optik anschauen, kurz noch etwas in eigener Sache, schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote, die vergleichen unter anderem zwischen Plattformen wie Leasingmarkt, Nullleasing oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten Traumwagenpreis. Aber jetzt fangen wir mit dieser Optik an und ich muss euch sagen, für mich ist es bei dem Abarth absolut gelungen, dass wir hier eine Kombination haben aus super knuffig. Woran liegt es? Es ist halt ein Fiat 500. Wir haben hier die runden Biegsehnen und Scheinwerfer und dieses ja sehr knuffelige Design und aber auch aggressiven Elementen, die eben dieses Abarth ausmachen. Da draußen werdet ihr jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, ihr Abarth-Fans, dass ich das sage, aber mir persönlich geht es so. Was macht das hier Ganze das aggressiv? Wir haben hier einmal das Aesthetic Kit drauf, das sind rote Elemente. Das ist einmal die Lippe hier vorne und auch an der Seite, da zeige ich euch gleich noch mal ein paar Elemente. Und wir haben hier natürlich das wunderschöne Abarth-Zeichen mit dem Skorpion. Jetzt gehen wir mal ein bisschen um das Auto herum und sehen hier vorne gleich den nächsten roten Eyecatcher, und zwar die Brembo Bremsanlage, die ist serienmäßig. Und wir haben hier auch nochmal einen kleinen Skorpion in der schwarzen Felge. Das sieht für mich wirklich top aus. Wir haben hier übrigens das Ganze ein bisschen tiefer gelegt und wir haben ja auch Koni-Dämpfer drauf. Hier an der Seite haben wir dann ja nochmal so einen Rennstreifen mit Abarth drauf. Das ist auch in diesem Aesthetic Kit in Rot und wir haben auch rote Spiegelkappen. Das passt für mich alles wirklich sehr gut zusammen und vor allem zu dieser absolut geilen, abartig geilen Lackierung. Und zwar ist das hier ja so ein mattes Grau und das gefällt mir wirklich wahnsinnig. Sieht auch in der Sonne schön aus. Man sieht auch nicht alle Flecken allzu sehr, was ich immer ganz gut im Alltag finde, wenn man dann doch ein-, zweimal nicht in der Waschanlage war. Dann haben wir hier auch nochmal das 70 Jahre Anniversario-Zeichen. 2019 wurde Abarth ja 70 Jahre alt und auch nochmal das 595-Zeichen. Wir haben ja jetzt hier die Competizione-Variante. Es gibt aber auch noch den Abarth, den normalen Abarth 595. Es gibt den 595 Pista, es gibt den 595 Turismo und es gibt den SES. Und ich habe euch ja auch die 70 Jahre Anniversario, die 695-Version vorgestellt. Schaut da gerne auch mal in das Video rein. Dann schauen wir uns hier hinten nochmal das Heck an. Sieht für mich gar nicht mehr so knuffig aus wie so ein normaler 500er. Woran liegt es? Wir haben hier ja zwei ziemlich krasse Abgasendrohre oder Endtöpfe und wir haben hier ja einen ziemlich breiten Diffusor und auch nochmal so ein rotes Element. Und die sind, Leute, beide nicht kalt, was ich mega geil finde. Und ich zeige euch auch gleich noch den Sound, da könnt ihr euch drauf freuen. Bevor wir das aber machen, gucken wir uns noch kurz hier hinten das Abarth-Logo an. Finde ich, sieht auch ganz gut aus, ist jetzt gerade von dem Cabrio-Dach so ein bisschen verdeckt und hier steht auch nochmal 595 Competition in einer schönen geschwungenen Serifenschrift drauf. Und wenn ich jetzt hier hinten den Kofferraum aufmache, drücke ich hier drauf und das Dach fährt hoch. Das lässt sich in 3 Stufen einstellen, das ist jetzt ja die zweite Stufe im Prinzip. Und ihr seht, hier hinten haben wir auch ein richtiges Glas drin. Ich mache den jetzt mal auf. Hier haben wir jetzt zwischen 180 und 510 Liter Volumen. Das ist für mich absolut ausreichend. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist halt, dass relativ schwierig ist, hier jetzt eine Bierkiste reinzubekommen. Wenn ihr mich jetzt hier so seht, so groß ist jetzt circa eine Bierkiste, es könnte relativ schwierig sein. Man muss das hier auch über diese Ladekante eben heben, aber sonst gibt es da echt nichts zu meckern. Und dann würde ich sagen, bleibt ihr jetzt mal da stehen und ich zeige euch den versprochenen Sound.
was sagt er, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde ihn wirklich wahnsinnig geil. Aber jetzt springen wir mal nach vorne und ich versuche jetzt mal die Motorhaube hier vorne aufzumachen. Das ist nämlich verdammt heiß, aber ich muss es ja hinbekommen als alter Autoprofi. Heiß, heiß, heiß. So, jetzt hier vorne noch heiß. Puh. Super, jetzt habe ich verbrannte Finger, aber egal. Ich möchte euch nämlich diesen super geilen 1,4 Liter Vierzylinder zeigen. Der hat jetzt hier 180 PS. Ja, danke, schaut da genau hin. Ich konnte es leider nicht genau reinmachen. Es tut verdammt weh, es ist so heiß. Der hat 180 PS, ist in 6,7 Sekunden auf 100 und verbraucht nach WLTP 6,8 Liter. Wir haben ehrlicherweise genau 9 Liter gebraucht, was dann doch einiges ist für so eine kleine Kiste. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt mal vorne rein. Ich mache den jetzt hier wieder zu, fachmännisch, wie ich das so kann. Das knallt jetzt, Achtung. Verdammt. Und dann kommt ihr jetzt mal mit. Entschuldigung für das verdammt. Und wir schauen uns jetzt noch den abartig schönen Innenraum an. Kommt mit! Ja, weiter geht's jetzt wie versprochen mit dem Innenraum. Ich gehe mal hier kurz in den Schatten. Es ist verdammt heiß und ich habe das Dach natürlich offen. Aber das hält mich nicht davon ab, euch jetzt den Innenraum hier zu zeigen. Und dann fangen wir jetzt erstmal mit den Sabelsitzen hier an. Und ich muss euch sagen, das erste Mal, als ich hier drin saß, war ich ein bisschen erschrocken, weil die doch schon verdammt tough sind und auch sehr hart sind. Und ich dachte so, oh je, wie halte ich da jetzt eine längere Fahrt drin aus? Da bekomme ich bestimmt Rückenschmerzen. Aber stimmt gar nicht, so schlimm war es gar nicht. Und ich finde die jetzt im Nachhinein wirklich ziemlich geil nach 2 Wochen testen. Warum ist das so? Die geben einerseits ziemlich guten Seitenhalt und die sehen halt auch verdammt gut aus. Wir haben hier vorne Alcantara und hier hinten haben wir wirklich die ganze Rückseite aus Carbon, was wirklich schön ist. Ja, die da hinten sitzen, ihr seht schon, viel Platz ist da hinten nicht. Die können sich das dann schön angucken, aber die werden wahrscheinlich auch ziemlich eingequetscht. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, wenn ich die Lehne verschieben möchte, muss ich rein theoretisch die Tür aufmachen. Ihr könnt es auch mal hier unten an der Seite sehen. Da ist dann eben der Drehregler und da komme ich nicht dran, wenn ich hier dran möchte, weil es halt alles ein bisschen zu eng ist für diese Sportsitze. Aber einen Tod muss man sterben und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man sie einmal eingestellt hat, passen sie ja auch. Dann sind wir hier vorne bei dem Lenkrad ebenfalls mit ein bisschen Carbon. Wir haben hier die 12 Uhr Markierung und hier unten auch noch ein bisschen Carbon. Wir haben einen Mix eben aus Carbon, Alcantara und perforiertem Leder, was ich wirklich sehr besonders finde. Hier in der Mitte ist das Abarth-Logo und rechts haben wir alles zum Thema Musik vor und zurück, skippen und aber auch Telefonanrufe auflegen oder annehmen. Und hier drüben dann alles zum Thema lauter, leiser, Sprachsteuerung, beziehungsweise eben nicht Sprachsteuerung, sondern eben ja Freisprechanlage und aber auch, man kann alles muten. Dann haben wir da vorne ein digitales Cockpit, was mir wirklich sehr gut gefällt. Warum ist das so? Es ist ja rund. Die Hutze darüber ist auch rund, was ich wirklich ganz putzig finde. Und ich habe jetzt hier auch schon mal auf den Sportknopf gedrückt. Wir haben jetzt hier ja eine sehr schöne Rennflagge in Rot hinten dran, was halt eben diesen Sportmodus zeigt. Und ich habe hier in der Mitte ja digital die Geschwindigkeit, die ich gerade fahre. Drumherum dann den Drehzahlmesser. Rechts habe ich dann den Tankfüllstand und links habe ich alles zum Thema ja Motortemperatur. Also alles, was ich brauche, ist da vorne drin und ich finde, es hat ein schönes Design. Und hier in der Mitte ist dann das 7 Zoll Infotainment. Da habe ich eigentlich nicht viel zu meckern. Es ist natürlich ein bisschen alt. Wir haben jetzt hier eine 12 Jahre alte Plattform. Aber dafür ist es wirklich in Ordnung. Wir haben jetzt hier alles zum Thema Radio, wir haben Medien. Wir können also unser Handy auch ganz einfach per Apple CarPlay oder Android Auto verbinden. Wir haben hier das Navigationssystem, das sieht so aus. Uconnect, wir haben alles nochmal zum Telefon, wie ich euch gerade gesagt habe, ein paar Einstellungen wie Sprache, Display, Spracheingaben und so weiter und haben auch noch alles zum Thema Trip. Und was ich ganz gut finde, wir haben hier auch noch richtige Regler, Drehregler. Die finde ich immer ganz wichtig, weil ich dieses ganze digitale Schnickschnackzeug heutzutage nicht so gern mag. Noch mehr Carbon haben wir dann hier im Carbon-Paket. Also ihr seht, die ganze Front hier vorne ist im Prinzip, oder das ganze Cockpit hier vorne ist in Carbon. Entschuldigung, dass ich kurz meine Haare hochmachen muss, es ist echt verdammt warm. Finde ich wirklich ganz sportlich und cool gelöst. Wir haben hier dann den Sportknopf. Hier unten haben wir dann alles zum Thema Klimaautomatik, die wir natürlich der Umwelt zuliebe geradeaus haben. Und was oft kritisiert wird, ich aber gar nicht so schlimm finde, weil es in meinem Mini Cooper S daheim genauso ist. Man macht die Fenster hier in der Mitte auf und eben nicht in den Türen, stört mich aber überhaupt nicht. Was man auch aufmachen kann, ist das Cabrio-Dach, das zeige ich euch jetzt mal schnell, und zwar geht das in 3 Stufen. Und zwar haben wir hier 2 Knöpfe dafür und wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht dann die erste Stufe automatisch zu. Die ist ganz praktisch, wenn man nicht zu viel Wind um die Ohren haben möchte oder wenn der Beifahrer hinten auf der Rückbank dann keine Sonne abhaben möchte. Dann drücke ich nochmal drauf und habe dann nochmal so einen kleinen Schlitz hier vorne frei. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. So ist jetzt auch mein Kopf nicht mehr so sehr in der Sonne, was dann jetzt vielleicht auch ganz gut wäre, dass ich keinen Hitzschlag bekomme. Aber und man kann es natürlich auch ganz zumachen. Das mache ich aber nicht, damit ich jetzt hier nicht komplett ersticke. Jetzt machen wir das wieder auf und schauen uns jetzt mal hier vorne die 5-Gang-Handschaltung an.
hier haben wir sie. Es gibt leider keine 6-Gang-Handschaltung. Wir haben jetzt hier nur 5 Gänge, liegt halt daran, dass es eine relativ alte Plattform ist. Es ist aber eine Handgangschaltung und wird auch euch Fans da draußen wahrscheinlich besser gefallen als so eine Automatik. Wir haben hier unten dann 2 Cup-Holder, auch noch eine Batterie, die man hier vorne sieht, und wir haben ja auch einen USB-Stick. Einen USB-Stecker, wo wir dann eben unser Handy auch laden können, was ich praktisch finde. Dann haben wir hier noch eine manuelle Handbremse, das finde ich auch ganz gut, weil ich die immer gerne anziehe. Und ich würde sagen, alles in allem hier ein wahnsinnig sportlicher Innenraum. Ich finde das Cabrio wirklich super toll und ich habe einfach nichts zu meckern. Aber jetzt zaubere ich euch ein Fazit. Kommen wir zu meinem kurzen und heißen Fazit, warum der Abarth Competizione 595 für mich ein abartig schönes Cabrio ist, gleichzeitig abartig knuffiges Cabrio und auch genauso heiß wie dieser Sommertag heute. Und das liegt nicht nur daran, dass ich mir die Finger verbrannt habe, sondern auch, weil die Optik für mich einerseits wirklich cool ist und der Innenraum hat was für sich. Natürlich ist das Auto jetzt auch schon 12 Jahre alt, beziehungsweise steht auf einer 12 Jahre alten Plattform. Das merkt man an der einen oder anderen Stelle. Aber für echte Fans da draußen ist das kein Kritikpunkt, weil es dem Ganzen auch sehr viel Charme gibt. Der einzige Kritikpunkt für den einen oder anderen ist oft der Preis und so wie der Competizione jetzt hier steht, kostet der schlappe 35.000 €, was schon ein ganz schönes Wort ist. Ich kann euch kurz mal hier, deswegen habe ich das auch dabei, eine Ausstattungsliste vorlesen, um was es da alles geht. Wir haben jetzt hier die Mattlackierung, das Asphalto Grau, das kostet 980 € extra. Wir haben das Performance-Paket mit dem mechanischen Sperrdifferential vorne, den Sabelt Rennsport Alcantara sitzen drinnen für fast 3.000 €. Dann haben wir noch die Biegxenon-Scheinwerfer hier vorne für 877 €. Wir haben innen drin noch ein Beats Audio Soundsystem für 670 € und auch das Esthetico Rot Kit für 280 €. Und auch die roten Sitzgurte innen drin kosten dann auch nochmal 180 €. Und so kommen wir von einem Basispreis von 28.356 € auf schlappe 35.700 €. Falls euch das zu viel sein sollte, mir persönlich wäre es auch zu viel, weil ich so viel nicht bar habe, dann schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote. Die vergleichen unter anderem zwischen Anbietern wie Leasingmarkt, Vehiculum oder auch nur Leasing. Und da findet ihr garantiert euren besten Leasingpreis. Hier seid ihr aber gelandet bei www.autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da. Und schaut auch gerne bei unserem Kooperationspartner hier das Auto vorbei. Da findet ihr ja dieses Video, unseren Content, auch Videos von Jan oder von anderen YouTubern. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal bei nicht so heißen Temperaturen wieder. Bis dann, Freunde.